Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute wollte ich über die neuen Charakter reden, die ich in dem Twitch-Startseiten-Stream angefangen habe zu spielen. Und da immer wieder nachgefragt wurde, wann ich die Chars denn wieder spielen würde oder wie es mit denen weitergeht, habe ich sie jetzt auch nochmal in einem Stream gespielt. Zwar nur eine Stunde oder so. Im ersten Stream waren es fast 8 Stunden. Mit zwar vielen Unterbrechungen und so. Also nicht sehr effiziente 8 Stunden, kann man sagen. Also effektiv waren es eher so 6 gefühlt, wenn überhaupt. Und dann auch nicht totschwitzen, sondern mehr just for fun. Und so habe ich jetzt auch weitergespielt in dem zweiten Stream, wo ich diese Chars jetzt gespielt habe. Aber damit werde ich jetzt wahrscheinlich dann aufhören, dieses just for fun. Weil es ist zwar nice, also ich finde dieses wirkliche Early Game Gameplay mit Skills zu leveln, auch mal ein Mercenary hier im Early Game in Skills zu leveln und so. Vor allem, wenn man es wirklich mal vergleicht. Gut, ich habe jetzt natürlich keine richtigen Buffs, aber wenn ich einen Assisten hätte, habe jetzt erstmal 7 Portbugs. Wenn ich jetzt einen Assisten hätte, hätte der auch keine wirklich guten Buffs. Also ich meine, mit Level 20 Assist oder selbst mit Level 27 hat man auch nicht wirklich viele Buffs. Und man sieht hier die Auto-Attacks, das ist einfach eine absolute Katastrophe. Also ich meine, das sind die Skills einfach wirklich 1000-mal besser. Und habe ich aber vorher noch nie gemacht, war halt wirklich meine Experience und wie gesagt, war auch alles ernst gemeint. Ich mag das wirklich und ich habe da auch wirklich Bock drauf, das ab und zu mal wieder zu machen. Aber diese beiden Chars habe ich tatsächlich jetzt nicht wegen so einem Low-Level-Projekt eigentlich erstellt. Also es war jetzt natürlich ein Teil davon, keine Frage, aber da habe ich jetzt schon ziemlich viel Zeit rein investiert. Ich meine, wie gesagt, selbst wenn man 6 Stunden rechnet, plus jetzt nochmal über 1 Stunde, dann sind wir auch schon wieder bei 7 Stunden, in denen ich nicht wirklich viel erreicht habe. Ich meine, die Chars sind Level 27 in 7 Stunden, das ist ziemlich schlecht, also gut ist das nicht. Gut, die Party war die ganze Zeit auf Level, das ist ein Hauptgrund dafür, weil es mir nicht wirklich was bringt, wenn ein Char früher Level 60 erreicht oder früher Level 120 erreicht oder früher Level 140 erreicht. Das bringt mir eigentlich gar nichts und da es nur 2 Chars sind, ist es in dem Fall jetzt meiner Meinung nach nicht so schlimm, dass die Party auf Level ist. Und ich, wie gesagt, absolut keinen Vorteil davon habe, wenn ein Char ein höheres Level hat, das bringt mir gar nichts. Ich muss die beide möglichst gleichmäßig hochziehen. Und warum diese Chars überhaupt existieren, zu der grundlegenden Frage: Es ist einfach so, und darüber habe ich auch schon mehrere Videos tatsächlich gemacht, also eigentlich jedes Mal, wenn ich über die 8-Chart-Taktik geredet habe, habe ich das eigentlich mal angesprochen gehabt, also in mindestens 10 Videos, und in hunderten Livestreams müsste das schon angesprochen worden sein, dass, unlucky, ey. Ich benutze die ganze Zeit Splash und habe ich 15% Keen Wheel Sword gedroppt. Ich habe die ganze Zeit auf den Sword gewartet mit Splash Damage und jetzt kriege ich den falschen Skill, das war wieder so typisch. Der Grund dafür ist, dass ich ja damals nicht mit der 8-Char-Taktik angefangen habe. Und was das bedeutet ist letztendlich, ich habe mit 2 Chars damals angefangen, Ranger und eine M. Hab dann irgendwann den Ranger gequittet und wollte Elementor spielen. Und habe dann den Elementor hochgezogen. Also davor habe ich schon noch einzelne Chars hochgezogen, einen einzelnen Blade, einen einzelnen Knight, dann noch einen Bill-Poster. Und da habe ich mir so gedacht, na komm, dann mache ich jetzt auch noch die anderen. Und das Problem ist, weil ich schon einen einzelnen Blade und einen einzelnen Knight hochgezogen hatte, hatte ich halt schon einen Blade und einen Knight. Und dann habe ich den Elementor gemacht, aber ohne Blade und Knight, sondern nur mit den anderen Klassen, die mir dann noch gefehlt haben. Also Jester und Psy waren das vor allem. BP, Knight, Blade hatte ich ja schon, genauso wie Ringmaster und Ranger. Also ich weiß nicht, was ich mir damals dabei gedacht habe. Das war kompletter Schwachsinn. Aber frag mich was Leichteres. Ich habe keine Ahnung, welche geistige Umnachtung mich damals geritten hat. Das frage ich mich bis zum heutigen Tage. Weil man natürlich sagen muss, damals war das halt alles noch ganz anders. Da gab es keine Tower Dailies, da gab es keinen Battle Pass. Oder na gut, den Battle Pass, den gab es vielleicht zum allerersten Mal damals. Aber das waren auch wirklich Basic Flive Universe, wo wir 90% von den Sachen, die wir heute täglich machen können und machen, die gab es da alle gar nicht. Also deswegen lag es wahrscheinlich hauptsächlich daran. Ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer, kann man so sagen. Aber schon ein bisschen ärgerlich, weil es halt schon ein bisschen auch wasted time einfach war. Und was ich damit letztendlich sagen will, ist quasi, dass ich... Hat der einen G-Knuckle? Warum zum Teufel tötet der Giant Gigglebox? Da muss ich aufpassen. Dass ich eben diese Chars damals alle so Tohuwabohu-mäßig hochgezogen habe und letztendlich habe ich halt nur 8 Flive Universe Accounts. Und damals hatte ich aber nur 6 und hatte halt mehrere Chars auf einem Account. Also mein Blade, mein Knight und mein Ranger, die waren alle 3 auf einem Account. Und da ich diese Klassen aber alle schon hatte, habe ich sie nicht nochmal erstellt auf anderen Accounts. Und das heißt, ich hatte quasi 8 Accounts, aber nur 6 davon waren belegt. Einer war halt dreifach belegt.
und 2 Accounts waren effektiv sozusagen leer. Da waren nur Lagerchars drauf und so. Und auf diesen beiden Accounts hätten eigentlich der Blade und der Knight drauf sein müssen. Aber da der Blade und der Knight schon auf dem gleichen Account wie der Ranger waren, ihr merkt schon, habe ich halt damals einfach irgendwie aus irgendeinem Grund diesen Trugschluss gehabt, dass ich das irgendwie so mache. Und letztendlich fehlen mir jetzt halt einfach ein Blade und ein Knight auf diesen beiden Accounts, die eben damals leer geblieben sind. Weil ich habe jetzt quasi jede Klasse 3-mal, aber doppelt bis dreifach belegt auf einem Account und auf 2 Accounts fehlt halt jeweils ein Blade und ein Knight. Und das ist dieser Blade und dieser Knight, auf diesen beiden Accounts bin ich gerade, die mir quasi fehlen. Und ich weiß, dass das nicht sehr viel Sinn ergibt, jetzt nochmal 2 Chars hochzuziehen, weil natürlich geht es schneller als mit 8 Chars, aber auch hier könnte man wieder sagen, scheiß einfach auf die ersten 6, mach einfach nochmal 8 neue, dann hast du ja auch wieder mehr davon letztendlich. Ist mir alles klar, aber da hatte ich jetzt auch nicht wirklich Lust drauf und ich glaube, den Leuten hängt auch langsam zum Hals raus, dass ich immer nur Elementor spiele seit Jahren. Und daher habe ich dann den Entschluss gefasst, okay, dann wäre es ja eigentlich ganz cool zwecks der Abwechslung. Also einerseits kann ich den Fehler von damals ausmerzen. Und es ist mal was anderes, weil ich jetzt halt zum Beispiel einen Blade, also erstmal einen Mercenary, was ich auch noch nie gemacht habe, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe noch nie einen Mercenary hochgezockt. Vor allem nicht mit Skills, aber grundsätzlich auch so gar nicht wirklich. Damals halt auch nur mit heftigem Support und so. Aber halt nie so richtig oldschool-mäßig. Und selbst wenn sich da ja noch jemand dran erinnert, das ist auch schon über 2 Jahre her. Und vor allem habe ich noch nie wirklich mit einem Blade gelevelt. Also mein Blade damals habe ich, glaube ich, nur bis 65 gespielt. Dann habe ich ihn nicht mehr wirklich gelevelt. Und von dem her ist es zumindest mal ein bisschen mehr Abwechslung als halt, wie gesagt, immer nur Elementor. Und das Ganze habe ich dann halt noch verbunden eben mit diesem Startseiten-Stream. Da hat sich halt auch angeboten, wenn ich schon vorhabe irgendwann, also ich hatte dieses Projekt hier quasi schon lange auf dem Schirm. Ich habe es nie gemacht, weil ich immer gesagt habe, ach, das ist Zeitverschwendung und irgendwie lohnt sich das nicht wirklich. Und dann habe ich halt gedacht, na gut, okay, wenn es sich jemals lohnt, dann halt jetzt mit diesem Startseiten-Stream. Und das wird jetzt halt so ein Nebenprojekt sein, wo ich einfach immer, wenn ich mal Zeit und Lust habe, mal ein Stündchen oder 2 zocken werde, immer mal wieder auch vielleicht ein Video-Update gebe, wo die Charts gerade so stehen und so. Und falls das mit der Startseite nochmal klappt, das war ja keine einmalige Sache mit der Twitch-Startseite, also hoffentlich, dass wir das Ganze dann natürlich da auch weitermachen können und dann halt da auch wieder ein bisschen Abwechslung und so ein Special-Stream alle paar Monate mal machen können vielleicht. Und das waren alles so diese Grundgedanken, die jetzt eben in dieses Projekt hier reingeflossen sind und deswegen sind wir hier. Wie gesagt, grundsätzlich einfach alles in einem, ja, keine Ahnung. Ist alles ein bisschen weird. Oh Mist, den wollte ich nicht angreifen. Die Hitbox von den Viechern ist viel zu groß. Alles in allem ein bisschen weird und die Entscheidungen damals, die bereue ich bis zum heutigen Tag, aber das ist bei Flive PC auch schon immer so gewesen, dass du auch irgendwann mal eine Entscheidung getroffen, die du später heftig bereut hast. Das ist ganz normal. Wie gesagt, im Nachhinein ist man immer klüger und ja, keine Ahnung. Das ist halt einfach alles in einem. Oh, Schmuck. Noch ein Stam-Ring. Ich glaube, ich habe schon einen. Ach, nicht mein anderer Char aufgehoben. Clean. Der hier ist sogar +2. Ja, und das waren eigentlich schon so diese Beweggründe dafür. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und ich habe ja schon gesagt, mit diesem Low-Level Just for Fun Gameplay wird es dann Schluss sein. Naja, wie ich es auch schon am Anfang angesprochen habe, ich habe hier halt keinen Assisten. Das heißt, wenn ich hier einen Assisten hätte, wäre es gar nicht so schlimm, weil ich habe es ja gerade schon demonstriert mit den Auto-Attacks, zumindest ohne RM-Buffs, ist man mit Skills definitiv besser dran als mit den Auto-Attacks. Da ich aber natürlich einen High-Level Ringmaster habe und auch tatsächlich ein bisschen Low-Level Mercenary Equipment habe ich halt mich jetzt dazu entschlossen, dann trotzdem hier ein bisschen auf die Tube zu drücken, weil ich denke mal, irgendwann ist das auch nicht mehr so spannend hier, die ganze Zeit mit Splash, Giggleboxen und Hobos und was auch immer zu töten. Und hätte jetzt gesagt, ab Level 30 dann, wenn ich auch das Comet-Set tragen kann, switche ich dann auf Auto-Attacks und werde mich dann auch mit dem Ringmaster supporten und dann ein bisschen auf die Tube drücken. Also, wie gesagt, wenn wir hier spielen, ab Level 30 dann halt ein bisschen zügiger. Das heißt, der nächste Stream, wo ich hier auf diesen Charts bin, wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen gechillter sein, nochmal ein bisschen ruhiger. Dann werden wir hoffentlich Level 30 erreichen, wenn ich dann nochmal eine Stunde level oder so. Und dann, wenn die beide Level 30 sind, drücken wir ein bisschen auf die Tube, weil ich meine, wie gesagt, just for fun und so, alles schön und gut. Aber letztendlich ist ja doch das Ziel, diese Charts dann ins High-Level zu bringen, um sie mit meinen ersten 8 Chars bzw. 6 Chars
zu verbinden, also die originale 8-Char-Taktik endlich zu vollenden sozusagen. Dann hätte ich dann 3x8 Chars für die Zukunft. Und das wäre jetzt schon so das Endziel mehr oder weniger. Und das erreicht man halt, ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, wie lange das dauern würde, wenn ich hier sowieso nur sporadisch spiele und dann auch noch auf diesem Oldschool, just for fun, keine Buffs, schlechtes Equipment etc. Trip bleiben würde. Ich glaube, da würde allein Level 60 wahrscheinlich noch 10 bis 15 Stunden Gameplay-Zeit kosten. Mindestens, wahrscheinlich sogar länger. Und ja, keine Ahnung. Also ich meine, irgendwann ist dann auch der Witz dahinter irgendwo, geht dann auch irgendwann flöten. Wie gesagt, die Spannung ist dann auch irgendwann nicht mehr drin. Ich denke vor allem diese Low-Level-Sachen, ohne High-Level-Char-Support, ohne Power-Ups, ohne gutes Equipment. Ich denke vor allem, das ist halt wirklich dieses Nostalgie-Feeling. Dann hier noch Saint Morning, so diese Gigglebox-Experience, die eigentlich auch jeder von früher noch so kennt, so wirklich mit absolutem Trash-Equipment, sich hier wirklich diese Giggleboxen durchzudreschen. Das ist alles schön und gut, aber wie gesagt, bis Level 60 das Ganze durchziehen, das dauert einfach doppelt oder dreimal so lange, wie wenn man halt sich ein bisschen unterstützt dann. Und ja, wie gesagt, ist ja dann trotzdem noch was anderes. Also ich meine, es ist immerhin kein Elementor, also egal wie man es dreht und wendet, es ist auf jeden Fall kein Elementor. Ob ich mich jetzt mit einem High-Level-Char support oder nicht, vollkommen egal. Es ist auf jeden Fall so gesehen mal was anderes. Und von dem her, denke ich mal, reicht das als Abwechslung dann trotzdem aus. Und wie gesagt, einfach so als Zeitprojekt fand ich das eigentlich ganz cool. Immer wenn man mal nicht weiß, was man sonst zu tun hat, oder wenn man keinen Bock hat. Momentan kotzt mir das High-Level auch so heftig an. Ich habe momentan so eine miese Pechsträhne, das ist wirklich geistesgestört, wie viel Pech ich momentan habe im High-Level. Da tut das schon mal wirklich da tut das wirklich der Seele gut, hier mal ins Low-Level einzutauchen und einfach nur, ja, just for the Leute einfach mal eine Stunde lang Giggleboxen zu töten. Mit Skills, just for fun. Ist schon wirklich mal nice. Aber dann bin ich halt persönlich, wie gesagt, ich bin eigentlich schon eher effizient und effektiver eingestellt vom Gameplay, dass ich mir dann auch denke, naja gut, das kann man schon mal machen. Aber jetzt so, keine Ahnung, 10 Stunden extra nochmal im Low-Level verbringen, nur wenn man sich kein Equipment drüber tauscht oder sich nicht mit dem High-AM supportet, obwohl man den High-AM ja hat, das macht dann halt irgendwann immer weniger Sinn. Und wie gesagt, wir haben ja schon sehr viel Zeit reingesteckt, wir haben ein bisschen Oldschool-Nostalgie-Experience gehabt. Irgendwann reicht es dann auch mal wieder. Genau. Ist, denke ich, verständlich und ist auch nochmal so eine coole Vorbereitung auf den FEC. Oder was heißt Vorbereitung auf den FEC, aber ist halt nochmal so ein bisschen, keine Ahnung, das Mindset nochmal aufs Low-Level trimmen. Wenn man zu lange im High-Level verbringt, dann weiß man ja gar nicht mehr, wie das Low-Level überhaupt aussieht. Also gut, das kann man, glaube ich, nicht wirklich verlernen. Das ist wie Fahrradfahren, aber naja, keine Ahnung. Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Aber auch lustigerweise viele Leute gefragt, ob das schon FEC ist, weil ich plötzlich einen neuen Char gemacht habe. Oder auf Low-Level-Chars unterwegs war, besser gesagt. Und dann haben auch die ganze Zeit Leute gefragt, ob schon FEC angefangen hat und so. Das fand ich auch ganz lustig. Was alles passiert, wenn man mal jemanden, der jeden Tag einen High-Level-Elementor spielt oder High-Level-Chars beim Bosse-Farmen spielt, plötzlich mit Low-Level-Chars unterwegs ist, was dann direkt für eine Panik bei manchen Leuten oder die Alarmglocken plötzlich bimmeln und die ganze Panik dann aufkommt. So, oh mein Gott, habe ich den FEC-Start verpasst? No. War tatsächlich ganz lustig. Ja. Aber so viel zum Hintergrund dafür. Wie gesagt, ab und zu Streams, Videos hierzu, aber jetzt kein irgendwie neues Main-Projekt oder so, sondern mehr so. Also ich habe gesagt, einmal die Woche will ich auf jeden Fall reingucken, weil sonst ist es natürlich sinnlos. Ich meine, wenn ich hier einmal im Monat oder so spiele, ich meine, dann kann man das ja kaum Projekt nennen und dann wird mir ja auch niemals Fortschritte erzählen. Also so einmal die Woche auf jeden Fall. Wenn ich dann aber sage, okay, ich habe jetzt aber nur eine Stunde Zeit, ich meine, das ist einmal die Woche natürlich auch relativ wenig. Also muss man gucken, ob sich da ein Rhythmus irgendwie entwickelt. Vielleicht entweder einmal die Woche 2-3 Stunden oder halt 2-3 Mal die Woche immer dann so eine Stunde oder so. Mal gucken. Aber irgendwie so ein Rhythmus wird sich wahrscheinlich etablieren. Aber mindestens einmal die Woche auf jeden Fall. Und ja, dann schauen wir mal, wie weit ich noch komme. Ich meine, klar, wenn dann der FEC ist, ja, dann ist das sowieso wieder auf Eis gelegt wahrscheinlich. Aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Ich habe ja gesagt, das hatte ich schon länger vor. Also den Gedanken, mit dem habe ich schon. Also ich wette, irgendwann 2023 habe ich schon mal ein Video gemacht, wo ich auch schon mal darüber geredet habe und auch schon mal gesagt habe, das wäre meine Option, auch mal einfach random 2 Chars zu starten. Das habe ich 1000% schon vor 1,5 Jahren oder so mal gesagt. Und da sieht man, wie lange ich schon mit diesem Gedanken spiele. Und es hat jetzt halt, wie gesagt, bis zu diesem Twitch-Startseiten-Stream, wo sich diese Gelegenheit einfach absolut angeboten hat, gedauert, um das endlich mal in die Tat umzusetzen. So lange spiele ich damit schon, das ist echt ziemlich crazy tatsächlich, wie lange sich sowas, wie lange so ein Gedanke braucht, bis er aufkeimt.
und man das dann tatsächlich mal durchzieht. Aber ja. Ja genau, und zum Twitch-Startseiten-Stream war auf jeden Fall auch mega nice, so viele Zuschauer mal zu haben und das ohne, dass man irgendwie einen Raid bekommt oder so. Ich meine, gut, Startseiten-Support ist basically das gleiche, mehr oder weniger. Aber schon mal cool, so ein bisschen auch offiziell unterstützt zu werden, sozusagen auf der Seite von Twitch. Und wie gesagt, hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen. Das kann man insgesamt 4-mal im Jahr haben, theoretisch. Also ich hoffe dann spätestens zum FEC wieder. Und ja, wie gesagt, wenn es gut läuft, haben wir das jetzt ab und zu mal. Und dann können wir da ein bisschen Werbung für Flive machen, ein bisschen Werbung für mich selber natürlich auch. Und hoffentlich das Beste daraus mitnehmen. Das war's aber jetzt auch schon wieder. Ich darf eh nicht zu viel machen, sonst reicht's für den nächsten Stream gar nicht mehr. Dann bin ich jetzt schon Level 30. Kappa. Und ja, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Livestream habe ich jetzt eben ein paar Mal erwähnt. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall vorbei. Tägliche Flive-Livestreams auf Twitch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal mit Flive Universe. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.